Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, einen schönen Sonntag. Bevor ich anfange, heute Mittag 15 Uhr, haben wir das große Blatt drin. Normal wollte ich das nächste Woche erst legen, aber da kommt mir jetzt der Mond dazwischen und deshalb habe ich das umgedreht. Also nehmt gerne teil am großen Blatt. Kollektive Legung, Impulslegungen. Und heute dürft ihr mal wählen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Die Zeit ist gerade sehr herausfordernd für viele und alle. Deshalb lassen wir hier doch die Hoffnung leben und die schönen Gedanken und teilen etwas Gutes. Ja, dann nehmen wir noch ein Krafttier, würde ich sagen. Und dann dürft ihr aussuchen oder von mir aus auch die Stapel benennen, beide angucken. Das macht jeder, wie immer er es mag. So. Ich lege uns wieder was drauf, vielleicht ist es dann besser. Ich nehme die grüne Seite und wir schauen, was haben wir für Energien hier. Ja, gleich mal gut. Odins Rune, das große Geheimnis, das Unbegreifliche. Die Rune ist auch nicht in jedem System mit dabei. Sie hat sozusagen keine Zuordnung, sie ist die Leerrune und sie enthält entweder alles oder nichts. Ne? Man kann diese Rune nicht auf irgendetwas reduzieren. Es bedeutet, Antworten, die jetzt auf sich warten lassen, die kommen zu einem, wenn es an der Zeit ist, und es ist jetzt eben nicht der Zeit, mit dieser Information umzugehen. Deshalb haben wir eben hier die Zeit des Wartens, bis die Antworten einfach zu uns kommen. Ja, hier haben wir Veränderungen zum Guten, die Sonne, die Störche, die Ja-Karte. Ist halt immer so ein Ding, ne? In Zeiten, wo man wartet oder wo es nicht so vorangeht, die Energie oben zu halten. Wir haben wieder das Jetzt dabei, den Sommer, die Sonne. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut, entspanne dich. Konzentration, fokussiert sein, sich nicht zerstreuen, sondern sich besinnen auf das, was jetzt dran ist und was jetzt getan werden muss. Nicht so vieles mit an Bord nehmen, sondern einfach reduziert auf eins konzentriert vorangehen. Sei du selbst. Hier ist es wieder so, dass Authentizität die Kraft ist, die uns hier weiterbringt, die Grundlage auch der persönlichen Kraft. Und hier geht es vielleicht auch um so einen Wechsel, wo man wieder mehr seine Kräfte mobilisieren kann. Aber wir haben halt zweimal auch das Ausruhen dabei, ne? Entspannung und mit dem Murmeltier das Thema Erholung. Hier geht es tatsächlich darum, sich mal der Basis, der Grundlage zuzuwenden, auf die man baut.
und zu gucken, was braucht man, was muss man verändern, damit diese Basis auch länger hält und die einen dann so ernährt, trägt und auch von guter Energie zapfen lässt. Hier darf man auch mal noch gucken, was habe ich für Überzeugungen vom Leben, wie gehe ich mit mir um, was vernachlässige ich, wo muss ich mehr drauf gucken, dass ich eine Veränderung zum Guten beibringe. Hier ist es halt so, ne, wenn du Dinge wachsen lassen willst, dann gedeihen die halt in guter Erde und auf gutem Boden besser. Hier geht es auch um die Haltung im Leben, ne? Wo boykottiert man sich selbst? Wo braucht man mehr Raum? Wo braucht man mehr Erholung? Und hier ist so dieses Ding, dass man sich eine Basis aufbaut, die von Tag zu Tag auch wieder stärker wird. Schauen wir, was die Vögelchen noch dazu sagen. Der Blauherr. Ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehungen, Arbeit erfordert. Gehe Risiken ein, ergreife Chancen, erforsche neue Wege. Hier kann schon auch sein, dass man im Leben so grundlegende Dinge ändert, ne? Gerade da, wo man merkt, das habe ich jetzt jahrelang so gemacht, irgendwie bringt es mir nichts mehr und wir sind alle unseres Glückes Schmied und haben auch die Veränderungen, die wir vornehmen, selbst in der Hand. Es ist egal, für was du dich entscheidest. Die einen wollen sich besser ernähren, die anderen wollen nicht so große Action haben und mehr Entspannung. Das ist ja immer unterschiedlich. Aber wer kann es tun, wenn nicht du selbst? Self-Care ist ja auch so ein großer Punkt. So, wir haben den Nikolaus. Hier kommt Hilfe, Güte, Spenden, Glaube, Wunder. Der 6. Dezember ist ein Datum, das wichtig werden kann. Nehmen wir doch gerne mit. Okay, schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Unbegrenzte Energie, die Schutzrune. Das ist eine Rune des Elementes Feuer und hat den Bezug zu Thors Hammer und auch zu Dornen. Das hier sieht ja aus wie eine kleine Dorne. Da ist ein hohes Energieniveau, Tatendrang, Wandlung. Und wie die Dornenhecke die Rose schützt, so kann man sich das vorstellen, dass man auch umgeben ist von Schutz. So, hier ist sehr viel Energie, die zur Verfügung steht, aber diese Energie, die muss auch gelenkt werden. Denn Feuer kann wärmen, aber auch verbrennen, sozusagen. Hier ist auch das, was man so anfängt oder die Projekte im Leben sehr unter einem besonderen Aspekt. Und man ist einfach auch in der Lage, mit den Kräften, die man hat, umzugehen. Dann habt ihr hier von den Lennys, ach, wir haben ja 3, den Beruf, die Berufung, Themen, wo ihr dran arbeitet, die euch geliefert werden. Unter Umständen geht es hier an die beruflich Selbstständigen oder die sich selbstständig machen wollen. Bei anderen wiederum ist es vielleicht so, dass sie Herausforderungen haben im Beruf, den Wunsch nach Rückzug oder Veränderung, die Stabilität mitbringt. Ihr habt hier die Familienkultur mit dabei. Wenn es um Berufung geht, geht es auch immer um das, wo komme ich her, was mache ich aus meinem Leben, was ist meine Familiengeschichte und wo fühle ich mich vielleicht auch als Opfer von meiner DNA. Und wir haben das Entzücken, ne? Hier darf man mal wieder staunen
und die Dinge mit den kindlichen Augen auch betrachten. Und es geht darum, nicht alles kontrollieren zu wollen. Dann werden sich auch Türen von selbst öffnen. Und zwar sind es immer die, an die wir nicht denken. Ja, wir haben das in unserem Verstand nicht drin, dass wir alles abchecken können, was Kontrolle haben könnte. Die Ameise mit dem Thema Wandlung, hier geht es tatsächlich um eine Neuordnung auch. Auch Feuerenergie, die Ameisenkraft. Und es geht um Ausrichtung für ein neues Feld für euch. Hier kann es auch sein, ihr habt so in diesem Bereich der Berufung etwas, wo ihr merkt, dass ihr etwas mitschleppt, was nicht mehr zu euch passt. Es geht um euren Platz, um eure Aufgabe im Leben. Ameisen sind ja auch emsig, ne? Sie arbeiten in Völkern. Sie können große Kräfte bewerkstelligen und tragen und abarbeiten. Und es geht jetzt auch darum, zu gucken, zu was bin ich denn berufen, was sagt mir mein Herz, wo möchte ich ein bisschen wachsen, wo darf ich was abgeben. Hier gehört auch Fleiß dazu. Und es geht tatsächlich um euren Platz, um eure Aufgabe, die darauf wartet, eingenommen zu werden. Das sind auch so Dinge, wo man sucht, was hat das Leben mir noch zu bieten, wo sind meine Interessen, wo möchte ich hin. Die Taube. Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und Stärke, dein Verständnis in Konfliktsituationen. Ich schenke dir Hoffnung und Stärke, dein Verständnis in Konfliktsituationen. Fehlt irgendwie ein Wort, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Der rosa Elefant. Es ist ein Hinweis, sich nicht immer nur auf Dinge zu konzentrieren, die man nicht will. Achtsamkeitsübungen, Gedankenmanagement, Umfeld angucken, Aufmerksamkeit auf das lenken, was man sich wünscht und erreichen will und Negativität ausblenden. Das ist sozusagen ein Detox auch für euch in eurem Leben. Mal zu gucken, ich meine, wenn du jetzt ständig irgendwelche Muster übst, die du als schlecht bezeichnest für dich, dann gibt es diese Spirale, wo immer alles anscheinend nur schlecht ist. Und hier geht es einfach auch darum, mit Entzücken und Lockerheit mal ein bisschen ranzugehen und sich auf schöne Dinge zu konzentrieren. Wandlung bringt auch schöne Dinge mit, oft. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Denkt an heute Mittag 15 Uhr. Ich teile das dann auch nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.